Mateusz Stokowski wechselt zum FCM, das nun jetzt auch offiziell und es hat sich bereits länger angedeutet. Nun ist der Wechsel zum Glück durch, war sehr, sehr spät eigentlich bekannt gegeben mit Dienstag, da wo die Transferphase schon grundsätzlich vorbei war. Man hat ihn auch noch kurz vor 20 Uhr verpflichtet und dementsprechend hat man da nochmal Neuzugang, aber eher einen perspektivischeren, denn Stokowski fällt sicherlich noch fast die ganze Hinrunde aus, weil er sich am Anfang der Saison verletzt hatte. Da war der FCM bereits auch dran, wollte ihn unbedingt haben. Und dann genau in dem Moment, als man gefühlt kurz vor den Einigungen stand, ist dann der Deal geplatzt. Dann nochmal am letzten Tag des Transferfensters hat sich scheinbar der FCM gemeldet und wollte ihn unbedingt verpflichten. Und dadurch kam der Deal zustande. Damit bekommt man vor allem einen sehr, sehr variablen Außenspieler wieder, der Geschwindigkeit reinbringt. Wie gesagt, aber auch er fällt dann aus dementsprechend. Und damit hat man einen ordentlich großen Kader. Aber auch das natürlich aus bestimmten Gründen, die auch verständlich sind, denn aktuell sind wieder 7 Spieler verletzt. Und damit hat man dann wieder ein bisschen Variabilität drin mit Stokowski, wenn er denn irgendwann wieder fit ist. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir in den Transfermarkt reingucken, uns an, wie gut er ist. Und dann ziehen wir ein kleines Fazit, wie wichtig er sein wird und was auch immer. So, da sind wir dann auch. Mateusz Stokowski. Ja, er ist 23 Jahre alt, aber noch sehr, sehr jung. Ist ein Pole, auch in Polen geboren dementsprechend. Links außen sehr schnell, wie gesagt. Hat eine ordentliche Größe aber auch. Also bringt so ein mittleres Profil mit. Hatte man seine ganz, ganz große Phase bei Lechia Gdansk. Dann zu den Rangers, ist dann aber immer weiter abgesunken und dann im Endeffekt nur noch bei Śląsk Wrocław gelandet und spielt jetzt beim FCM. Da will er seinen großen Aufschwung wieder schaffen und dann irgendwann vielleicht höher angreifen. So welche Spieler haben wir immer wieder geholt, ja, hat es immer wieder funktioniert. Spieler, die groß waren und dann immer mehr gefallen sind. Damit hat man dann auch jetzt eine gewisse neue Option drin. Wie gesagt, so wichtige Spieler gefallen uns unglaublich. Die Ablöse wird sicherlich unter 300.000 liegen, das denke ich schon mal. Fußoperation steht halt an bei ihm, das ist das Thema. Hat wie gesagt dadurch auch nur einen Einsatz gehabt, hat sich direkt verletzt. Deswegen kann man die Saison aktuell überhaupt nicht vergleichen. Deswegen gehen wir alle Wettbewerbe rein. Letztes Jahr, da sah es nochmal ein bisschen anders aus, hatte da 7 Scorer in 37 Spielen, das ist schon sehr ordentlich, muss man sagen, in der ersten polnischen Liga. Das muss man erstmal so hinkriegen, deswegen war auch Abgangskandidat, war klarer Stammspieler. Davor dann die Saison, die nehmen wir auch nochmal mit, hat er da 5 Tore gemacht, also wie gesagt, nur als Rotation eher, hat sich dann in der zweiten Saison direkt zum Stammspieler gekämpft. Und auch fast zum Klassenerhalt beigetragen, sind dann aber im Endeffekt abgestiegen und waren aber auch in der UEFA Conference League Quali. Also haben da dann ordentlich nochmal eine sehr, sehr schlechte Saison gespielt. Und nun spielt der Verein wieder um den Aufstieg, will da zumindest wieder hoch. Und mal schauen, was das da wird. Das wird ihm aber mittlerweile relativ egal sein, denn er ist jetzt FCM-Spieler und das wird ihm auch klar sein. Neue Ziele. Natürlich muss man auch hier den Positionskampf dann angucken. Er wird grundsätzlich sehr wahrscheinlich auf dem Mittelfeld eher Platz finden. Ich denke mal nicht, dass es die Linksaußen werden. Oder auch Rechtsverteidiger, sowas in der Art. Das kann er ja alles bespielen. Rechtes Mittelfeld oder Rechtsverteidiger sehe ich ihn da aktuell, denn da hat er auf der rechten Verteidigerposition nur 3 Gegner nominell. Mit Herbert Bockhorn, einen etwas älteren, und dann mit ihm und Sogovic 2 jüngere. Vor allem Sogovic hat sich ja zuletzt durchgebissen, da will man sicherlich noch eine Option schaffen, wird da auf der Rechtsverteidiger dann Platz finden, denke ich mal. Und dementsprechend da auch nochmal den FCM verstärken und das ist meiner Meinung nach ein guter Transfer, wenn er fit ist, kann er da einiges reißen, vor allem mit Herbert, der zuletzt immer wieder öfters mal verletzt war, den Kreuzbandriss hatte. Auch nicht mehr auf seinem Hoch ist, aber trotzdem noch gut spielt. Mal schauen, was da mit ihm noch passiert. Ich hoffe, er wird schnell wieder fit von seiner Erkältung und dann kann er direkt wieder reinsteigen. Und bleibt dann hoffentlich auch länger fit, bis Stokowski
zumindest auch fit ist. Da, wie gesagt, viele Verletzungen aktuell im Kader, 4, 5, 6, 7 Ausfälle mit einer roten noch. Da muss man schon gucken, was passiert. Und dementsprechend hat man da Variabilität nochmal reingebracht. Und natürlich auch ein 36-Mann-Kader. Das aber auch bedingt natürlich, weil viele davon auch in der U23 spielen werden. Also 5, 6, 7 Spieler sind ja ausgeplant. Allein schon 7 wegen Verletzungen haben wir 29-Mann-Kader plus dann 5 nochmal Minimum, die für die U23 in Frage kommen. Und dann sieht der Kader gar nicht mehr so groß aus. Deswegen, meiner Meinung nach, eine interessante Strategie. Deswegen ist auch der U23-Kader etwas kleiner. Eure Meinung sich so wie immer gerne in den Kommentaren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und damit, ciao Leute.